Hi, ich bin Ina vom Twitch-Kanal Blondie und Kleid. Ihr habt gerade zu diesem wunderbaren Game namens Stardew Valley gefunden und wisst noch nicht wirklich, wie ihr ordentlich Geld scheffeln könnt am Anfang. Ich habe euch heute 5 Tipps mitgebracht, die eure Geldsorgen verschwinden lassen werden, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Vorab, also die Tipps richten sich an Anfänger und Tipp 1 bis 3 sind in so einer Art Loop. Wenn ihr also bei Tipp 3 angekommen seid, könnt ihr wieder mit Tipp 1 anfangen. Tipp 4 und 5 könnt ihr jederzeit anwenden. Also, let's go! Tipp Nummer 1. Nutze deine Energie. Am Anfang des Spiels hast du 270 Energie zur Verfügung und die solltest du auch immer optimal ausnutzen. Nutze wirklich alles deiner Energie und zwar am besten jeden Tag. Du landest am Anfang auf deiner wunderschönen, okay, nicht ganz so wunderschön, aber dafür sehr idyllischen Farm und musst erstmal ein bisschen Platz schaffen. Du fällst Bäume, räumst Steine zur Seite, dann fängst du an, deinen Acker zu pflügen und merkst, wow, ich habe 15 Pastinakensaat bekommen von Bürgermeister Louis. Den kann man auch übrigens wunderbar pranken. Du siehst die 15 Pastinaken und denkst dir, wow, ich habe keine Pastinaken mehr. Und jetzt? Du gehst zum Dorfladen und kaufst dir von deinen 500 Gold ganze 10 Kartoffelsaat. Ende. Du bist pleite. Jetzt fängt nämlich das Problem an, was sehr viele Leute am Anfang haben. Sie haben zwar noch Energie übrig, aber kein Geld mehr, um in weiteres Saatgut zu investieren. Und jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2 und unser kleiner Loop fängt an. Was machen wir mit unserer übrigen Energie? Tipp Nummer 2. Angeln und sammeln. Ab dem 2. Frühlingstag kannst du von Willi am Strand eine Angel geschenkt bekommen. Mit der kannst du dann überall im Sterntautal angeln. Ich weiß, Angeln ist am Anfang echt für den Poppes, weil dein Balken einfach viel zu klein ist, aber mit ein bisschen Übung kannst du das bestimmt schaffen. Falls du Probleme hast, kannst du auch eher am Fluss oder am Bergsee angeln. Da sind die Fische nämlich etwas ruhiger, die anbeißen. Wenn es gar nicht geht, kannst du dir bei Willi im Laden auch eine Übungsangel kaufen für 25 Gold. Mit der beißen dann überall nur die einfachen Fische an. Kommen wir zum Sammeln. Wenn du durch Hofarbeit und Angeln keine Energie mehr übrig hast, gibt es immer noch eine Möglichkeit, wie du dir etwas Geld dazu verdienen kannst. Nämlich durch das Suchen von sammelbaren Gegenständen. Das wäre zum Beispiel Löwenzahn oder eine Narzisse. Das Praktische, ein gesammelter Lauch lässt sich auch easy verhapsen, um ein bisschen Energie wieder aufzufüllen. Das Geld, welches du am Anfang durch Sammeln und Angeln verdienst, ist wirklich nicht zu unterschätzen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3. Geld investieren. Investiere einen Großteil deines Geldes sofort. Ich sehe es am Anfang so oft, dass Spieler ihr Geld horten und irgendwie noch gar nicht genug Acker bebaut haben. Sobald du genug Geld für neues Saatgut hast, gehst du zu Piers Laden und kaufst dir einiges an Kartoffeln. Kartoffeln sind im Frühling am besten, da sie mehrere Früchte auf einmal droppen können und dazu relativ günstig sind. Im Sommer kannst du Blaubeeren anbauen, da sie auch mehrere Früchte auf einmal droppen. Im Herbst sind Süßkartoffeln und Preiselbeeren ziemlich lukrativ. Und hier schließt sich auch schon unser kleiner Ackerbau-Loop. Mit dem gekauften Saatgut bestellst du so viele Felder, dass nach der Arbeit auf dem Acker noch ca. 50% deiner Energie vorhanden ist. Danach gehst du angeln, damit du auch am Anfang eine regelmäßige Einnahmequelle hast. Also, erstens Energie immer optimal ausnutzen. Zweitens Angeln und sammeln, wenn du nicht genug Geld für Saatgut hast. Drittens das Geld sofort in neues Saatgut investieren. Tipp Nummer 4. Regentage in der Mine. Neben dem Ackerbau-Loop gibt es etwas, mit dem ihr noch sehr früh im Spiel anfangen solltet, nämlich die Mine. Das ist gerade an Regentagen praktisch, weil ihr da die Felder nicht bewässern müsst und somit mehr Energie zur Verfügung habt. Ab dem 5. Frühling wird die Mine freigeschaltet und ihr erhaltet dort ein Schwert von Marlon. In der Mine findet ihr viele essentielle Items, wie zum Beispiel Erze oder Mineralien. Haltet gerade am Anfang nach Kupfer und Erdkristall Ausschau, da ihr das braucht, um eure erste kleine Produktionskette aufzubauen. Wenn ihr euch durch den Ackerbau-Loop eure ersten 4000 Gold erwirtschaftet habt, könnt ihr zu Robin gehen und euch einen Hühnerstall bauen lassen, und zwar noch mit Stein und Holz. Dann, nachdem ihr euer erstes Huhn gekauft habt, solltet ihr ziemlich schnell eine Mayonnaise-Maschine bauen, und zwar aus dem Erdkristall und dem Kupfer aus der Mine.
So könnt ihr pro Tag und Huhn 190 Gold für nur eine Mayonnaise abstauben. Tipp Nummer 5. Verwende von Anfang an Dünger. Sobald du ein bisschen Ackerbau betrieben hast, erreichst du Hofarbeit Stufe 1 und damit schaltest du dann das Rezept für den Standarddünger frei. Standarddünger kannst du aus Harz herstellen und Harz droppt, wenn du Bäume fällst. Misch dann den Dünger auf jeden Fall vor der Saatgutplatzierung in den Boden, damit du noch bessere Feldfrüchte erzeugen kannst. Und Feldfrüchte mit mehr Qualität heißt mehr Geld. So, meine Lieben, das waren auch schon meine 5 Tipps zum Geldverdienen am Anfang in Stardew Valley. Und zwar inklusive Ackerbau-Loop. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ciao mit V!